Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesunden Video von mir. Ein Sommer ohne Eis ist einfach unvorstellbar. Ein Sommer ohne das herkömmliche, säurebildende, ungesunde Eis ist hingegen sehr gut vorstellbar. Wem daher Vitalstoffe lieber sind als Schadstoffe, der muss keinesfalls auf sein geliebtes Eis verzichten. Denn wir stellen heute köstliches, gesundes, zuckerfreies Eis, welches auch Low Carb geeignet ist, her. Für das erste Eis geben wir eine Mischung aus gefrorenen Biofrüchten in den Vitamix. Man könnte auch nur die Bio-Erdbeeren verwenden, um das Eis wirklich Low Carb zu halten. Hinzu kommen jetzt hier diese gefrorenen Wildheidelbeeren, welche eine sehr niedrige glykämische Last haben und deshalb nur einen geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Hinzu kommt noch ein Päckchen Vanilleextrakt und süßen tun wir hier mit dem Glycin. Glycin als gesundes Süßungsmittel ist eine nicht essentielle Aminosäure, die unter anderem die Entgiftungsreaktionen der Leber steuert. Hinzu gebe ich noch einige Blätter Biominze und dann füllen wir mit ganz wenig von meinem dampfdestillierten Wasser auf. Dann wird alles mit dem Vitamix gründlich durchpüriert und schon haben wir die fertige Mischung für unser Wassereis, welches aufgrund der Wildheidelbeeren eine dunkelrote bis lilane Farbe erhält. Die leckeren Wildheidelbeeren werden in der traditionellen Heilkunde schon seit langer Zeit gegen Diabetes eingesetzt und die auch weltweit zu den besten Anthoцyan-Quellen zählen. Anthocyane zählen zu den stärksten Antioxidantien und wirken zum Beispiel gegen Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Alzheimer, Parkinson sowie Krebs. Dazu kommt, dass in wilden Heidelbeeren neben den Anthocyanen viele weitere sekundäre Pflanzenstoffe, wie etwa die Chlorogensäure, Resveratrol und Quercetin, aber auch Vitamin C und Vitamin E enthalten sind, die ebenfalls als Antioxidantien fungieren. Durch das Zusammenspiel all dieser Substanzen wird die antioxidative Wirkung immens verstärkt. Ja, und schon haben wir ein überaus gesundes, köstliches Wildheidelbeereis hergestellt, was man herrlich jetzt im Sommer verspeisen kann, mit dem man nicht mal ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man es verspeist. Vielmehr tut man seiner Gesundheit damit sogar etwas Gutes. Würde man sich die Zutatenliste eines herkömmlichen Wassereises anschauen, dann ist es nicht besonders appetitanregend, was man dort liest. Abgesehen von den ungesunden synthetischen Süßstoffen oder dem Zucker sowie ungesunde Transfette gibt es da noch eine ganze Reihe von ungesunden Zusatzstoffen, die unserer Gesundheit Schaden zufügen können. Man könnte die pürierte Masse auch einfach in Eiswürfelbehälter geben und damit zum Beispiel Getränke süßen. Die Grundlage unseres nächsten roten Eises besteht hier aus eingeweichten Goji- und Berberitze-Beeren. Beides sind gesunde Wunderfrüchte mit zahlreichen Wirkungen für die Gesundheit. Hinzu geben wir jetzt gefrorene Himbeeren. Diese waren jetzt nicht von Bioqualität. Besser, wenn man sie findet, sollte man sie in Bioqualität kaufen. Alle drei Beerensorten enthalten sehr wenige Kohlenhydrate und sind daher sehr gut Low Carb geeignet. Dann kommt die abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone hinzu und als gesundes Süßungsmittel auch wieder hier das Glycin. Dann kommt wieder Vanilleextrakt hinzu, diesmal mein selbst hergestelltes. Ein Video dazu wird noch folgen, inshallah. Und als letztes kommt noch eine ganz kleine Menge von meinem dampfdestillierten Wasser hinzu. Und dann wird wieder alles mit dem Vitamix gründlich durchpüriert und schon können wir unser nächstes gesundes, leckeres Wassereis herstellen. Diesmal mit einer richtig schönen roten Farbe. Mit dem Rest könnten wir wieder Eisformen füllen oder auch diese Silikonform zum Beispiel. Kinder könnten dann auch diese gefrorenen Würfel in die Hand nehmen und daran lutschen. Oder man kühlt und süßt sich damit sein eigenes Wasser im Sommer. Statt sich also Wasser mit Geschmack zu kaufen, welches auch wieder mit künstlichen Zusatzstoffen versehen wäre, stellt man sich einfach sein eigenes Wasser mit Geschmack her, das durch diese Eiswürfel auch noch gekühlt werden würde und besonders gesund wäre. Denn solch ein leckeres und gesundes Vitaminwasser nimmt dann den Geschmack und das Aroma dieser Früchte auf. Und was nochmal die Goji-Beeren betrifft, so enthalten sie wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe und zahlreiche Antioxidantien. Sie sind auch eine sehr gute Eisenquelle, schützen die Augen und sind aufgrund ihrer blutverdünnenden Wirkung besonders für das Herz-Kreislauf-System sehr gesund. Und was die Berberitze-Beeren betreffen, so sind sie aufgrund ihrer entzündungshemmenden und antidiabetischen Wirkung bekannt. Denn das Berberin darin kann die Glukoseproduktion in der Leber drosseln und ist bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels genauso effektiv wie das geläufige Diabetiker-Medikament Metformin. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video dazu an, wie man Diabetes heilen kann. Für mein nächstes grünes Wassereis benutze ich sehr viel von meiner
Minze auf dem Balkon und so habe ich da 2 verschiedene Arten von Minze, einmal die Pfefferminze und einmal die marokkanische Minze. Beide kommen in dieses leckere grüne Eis, was zu meinen Lieblingseisen gehört. Und zwar besteht das hier aus 2 Kiwifrüchten und eben aus den Blättern dieser beiden Minzsorten, die ich hier von den Stielen befreie und in den Vitamix dazugebe. Die Pfefferminze ist ein bewährtes Heilmittel bei Kopfschmerzen, Erkältungen und Magen-Darm-Verstimmungen. Das ätherische Pfefferminzöl hat nicht nur einen besonders leckeren Geschmack, es hat auch unter anderem eine antimikrobielle, antivirale und geistig anregende Wirkung. Wir geben jetzt noch den Trester einer halben Bio-Zitrone hinzu, dann kommt eine Messerspitze von dem echten Stevia-Pulver hinzu. Stevia ist sogar sehr gesund und ist süß etwa 300 Mal stärker als Zucker. Dann kommt wieder ein Esslöffel von meinem selbst hergestellten Vanilleextrakt hinzu und als letzte Zutat kommt wieder mein selber dampfdestilliertes Wasser, etwa 50 Milliliter. Dann wird das Ganze wieder püriert und schon haben wir die Mischung für unser nächstes grünes Wassereis. Und dieses grüne Wassereis, das zählt zu meinen Lieblingseisen, wie gesagt, das schmeckt so lecker, Mashallah. Das kann ich euch als Tipp wirklich empfehlen. Wenn einem die Deckel für dieses Eis fehlen, dann steckt man einfach einen Holzstab in das zu entstehende Eis. Und was nochmal die leckere Pfefferminze betrifft, so hat sie auch eine Wirkung auf die glatte Muskulatur des Magen-Darm-Trakts, indem sie auf diesen krampflösend wirkt, während sie die Gallenblase beruhigt und insgesamt die Verdauung fördert bzw. sie vielmehr reguliert, indem es die Anheftung der Viren an die Zellen behindert und somit die Ausbreitung der Infektion verhindert. Und da das Pfefferminzöl auch antiviral wirkt, hat es einen direkten antiviralen Effekt auf Herpes-Simplex-Viren. Sowohl die Pfefferminze als auch die marokkanische Minze, beide gedeihen sehr gut im eigenen Garten oder auf dem Balkon zum Beispiel, denn sie vermehren sich sehr schnell, sodass man wirklich immer ausreichend Minze auf dem Balkon hat, mit der man dann im Sommer immer dieses leckere Kiwi-Pfefferminzeis herstellen kann. Schaut euch gerne mein Video zu meinem Balkongarten nochmal an. Und was nun die Herstellung von meinem letzten Eis betrifft, so benutzen wir hier die gesunde Papaya. Die Papaya ist nicht nur lecker, erfrischend und kalorienarm, sondern zudem auch noch von enorm gesundheitlichem Wert. Die Kerne sollte man auf gar keinen Fall wegwerfen. Sie haben extrem starke Heilkräfte und sind fast noch wertvoller als die Frucht. Zu meinem Video über Parasiten und wie man diese bekämpft, gehören auch die Papayakerne, das werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Wir geben jetzt eine halbe Papaya in den Vitamix, dazu kommt dann die Schale wieder von einer Bio-Zitrone, die dem Eis einen sehr erfrischenden Geschmack verleiht. Die Hälfte dieser Zitrone entsaften wir dann mit meiner stabilen Edelstahl-Saftpresse. Dieser Saft kommt auch in den Vitamix dazu. Ferner kommt dann wieder ein Esslöffel von meinem selbst hergestellten Vanilleextrakt hinzu. Und als gesunde Süße könnte man hier Xylit oder auch wieder Glycin benutzen. Man könnte dann wieder dampfdestilliertes Wasser hinzugeben oder auch Bio-Kokoswasser, wie hier jetzt in meinem Fall. Und dann wird einfach wieder alles gründlich durchpüriert. Und auch dieses herrlich schmeckende Wassereis gehört zu meinen Favoriten. Was die Gesundheit der Papayafrucht betrifft, so reißen sich internationale Studien um das fruchtige Multitalent. Denn die Papaya reguliert die Verdauung, bringt überflüssige Funde zum Schmelzen, stellt die Darmgesundheit nach einer Antibiotikatherapie wieder her, ist als natürliches Anti-Aging-Mittel im Kampf gegen Falten wirksam, senkt die schlechten Cholesterinwerte und trägt zur Herzgesundheit bei, lindert Entzündungen und regt die Wundheilung an, erhöht die männliche Fruchtbarkeit und nimmt es sogar mit Krebszellen auf. Abgesehen davon, dass sie zu den Früchten zählt, die man auch in der Low-Carb-Ernährung konsumieren darf. Ja, damit haben wir 4 leckere, gesunde Wassereisvarianten hergestellt, die auch für die Low-Carb-Ernährung geeignet sind. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.